Alright, picture this: giant locomotives, vintage cars, a freaking Red Bull F1 car, and even a plane you can step inside. We're at the Swiss Museum of Transport, and trust me, this is the kind of place you don't want to miss. Let's check it out together. Our visit to the Swiss Museum of Transport was totally unplanned. We arrived just 2 hours before closing time. Little did we know, this place is massive. It's divided into different wings, including railway transport, road transport, aviation, and space, maritime transport, telecommunications, media world, and even a planetarium. Oh, and heads up, it's 25 francs for the entrance, but trust me, it's worth every penny. As you can imagine, 2 hours wasn't nearly enough to see everything. What you're about to see in this video is just a sneak peek. We've already planned our next visit. Next time, we'll dive deeper into everything this incredible museum has to offer. We started in the road transport wing. The moment you step in, you're greeted by what I can only describe as a library of cars. Rows upon rows of beautifully restored vintage cars, each one with its own story to tell. From classic Swiss models to rare collectibles, it's a feast for the eyes. But it doesn't stop there. Upstairs, they've got actual Formula One cars from Red Bull, and seeing these engineering marvels up close is just mind-blowing. You can almost feel the speed and power radiating from them. Oh, and they also showcase the evolution of car design, from the earliest models to the sleek, modern masterpieces we see today. Whether you're a gearhead or just someone who appreciates beautiful machines, this wing is nothing short of spectacular. It's like walking through the history of the automobile world all in one place. Then we headed to the aviation wing, and let me tell you, this was a highlight. They have a Swissair charter plane that you can walk into. This wasn't just any plane, it used to be a regular Swissair commercial aircraft. Later, it was adapted for medical evacuation missions. Seeing the inside of a charter like this, especially the pilot's cockpit, was such a unique experience. Honestly, when else do you get to see something like this? To wrap things up, we caught a presentation about the history of Monteverdi. I found it absolutely fascinating. It's amazing to see how much impact one name had in the world of Swiss automobile design. For those of you who don't speak German, don't worry, we've added subtitles so you can follow along and enjoy the story too. Trust me, it's worth it. Ganz herzlich willkommen im Autotheater im Verkehrshaus der Schweiz. Wir haben ein spannendes Thema aufgearbeitet. Paul Berger wird das kommentieren. Ich durfte den Inhalt klären. Mein Name ist Daniel Geismann. Ich bin Kurator für den Straßenverkehr hier im Verkehrshaus der Schweiz. Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen und probiere Ihnen in Kürze die ganze Monteverdi-Geschichte zu erläutern, von A bis zum Ende, und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Monteverdi, welch ein Klang, welche Emotionen. Aus der Schweiz? Nein, das muss etwas aus Italien sein. Klären wir auf, was sich alles hinter diesem Namen versteckt. Nämlich Peter Monteverdi, Rennfahrer, Erfinder, Konstrukteur, Unternehmer, Designer, Museumsdirektor und Alleinherrscher über die Automobile Monteverdi in Benign bei Basel. Peter Monteverdi wurde am 7. Juni 1934 in Binningen geboren. Sein Vater war Besitzer einer kleinen Einmann-Autoreparaturwerkstätte. Am liebsten spielte Peter mit Dreh- und Spielzeugautos. Nach der obligatorischen Schulausbildung absolvierte Peter Monteverdi ein Volontariat bei der Veuve Traktorenfabrik.
Anschließend begann er seine Lehre beim Lastwagenhersteller Saurer. Diese Ausbildung dauerte 4 Jahre. Bereits als 17-Jähriger konstruierte er sein erstes Fahrzeug und nannte es Monteverdi Spezial. Es entstand auf der Basis eines verunglückten Fiat Balilla. Nach dem Tod seines Vaters 1956 übernahm Peter Monteverdi im Alter von 22 Jahren den Binninger Betrieb und baute ihn zu einer Vertretung für Luxusfahrzeuge auf. Nebenbei konstruierte er Rennwagen. Mit diesen Fahrzeugen nahm er an ca. 80 Rennen in ganz Europa teil, vor allem an Berg-, Rund- und Langstreckenrennen wie dem 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring. 1957 bestieg Peter Monteverdi 12 Rennen auf einem privaten Ferrari. Ab 1959 setzte er auf Rennsportfahrzeuge der Marke Renault Gordini, Lotus Formel 2 und natürlich seine eigenen MBM-Sportwagen. An einigen Veranstaltungen in Deutschland setzte er versuchsweise den MBM Formel 1 Rennwagen ein. Dieses Fahrzeug war der erste Formel 1, der komplett in der Schweiz gebaut wurde. 1961 verunfallte Peter Monteverdi schwer und musste seine Rennsportkarriere beenden. 1957 erhält Peter Monteverdi die Konzession, Ferrari-Automobile in der Schweiz zu vertreiben und wurde so zum weltjüngsten Händler dieser Marke. Dazu gesellten sich weitere renommierte Vertretungen wie Lancia, BMW, Rolls-Royce und Jensen. Der Betrieb wuchs auf 25 Mitarbeiter an. Die Produktion der MBM-Fahrzeuge musste vorübergehend eingestellt werden, da Peter Monteverdi einen großen Neubau aufstellen ließ. Mit einem reinen Garagebetrieb konnte er das neue Gebäude, das sogenannte Monteverdi-Haus in Villingen, schneller amortisieren. Das Unternehmen entwickelte sich sehr positiv, auch die Verkäufe von Ferrari-Fahrzeugen. Das bewog diesen Hersteller, den Verkauf und Vertrieb in der Schweiz selber zu regeln. So konnte Monteverdi seine Fahrzeuge nicht mehr direkt aus Maranello beziehen, sondern musste dies über die Schweizer Vertretung tun. Dieser Umstand und die damit verbundenen finanziellen Konzessionen bewogen Peter Monteverdi, einen eigenen Weg zu gehen. Seit 1966 arbeitete er an einer eigenen und exklusiven Neukonstruktion, der Monteverdi Highspeed 375S. Erstmalig wurde dieses Fahrzeug im Herbst 1967 an der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt präsentiert. Das Fahrzeug löste große Begeisterung aus. Star Wars Born. Zudem war es das erste Schweizer Auto der gehobenen Klasse seit über 35 Jahren. Zitat des Schweizer Generalkonsuls Dr. August Rebsamen: Ich bin überzeugt, dass sich für ein solches Spitzenprodukt auch Käufer finden lassen. Wo ich auch hinhörte, wurde dem neuen schweizerischen Produkt Lob und Anerkennung gezollt.
Der Motor lieferte Kreisler. Die Karosserie wurde bei Pietro Frua in Mailand gebaut. Der ganze Zusammenbau inklusive Chassis und Interieur erfolgte in Binnen. Der Markenname Monteverdi ist wohl in erster Linie dem damaligen Automobilrevue-Chefredaktor Robert Braunschweig zu verdanken. Ihm wurden die Pläne für einen Luxussportwagen vorgelegt unter der geplanten Bezeichnung MBM. Bisher hatte Peter Monteverdi unter MBM Stand für Monteverdi Basel Motors, gelegentlich auch für Monteverdi Bingen Motors. Formel-Rennwagen und kleinere GT-Modelle gebaut. Der AR-Chef überzeugte Monteverdi, statt der langweiligen Abkürzung seinen prestigeträchtigen Familiennamen zu verwenden. Peter Monteverdi war ein vielbeschäftigter Mann. Leitung der Produktion, Überwachung des Garagenbetriebes, regelmäßige Reisen zum Karosseriehersteller in Italien, Bauleitung des Neubaus. Doch all diesen nervenbelasteten Tätigkeiten zum Trotz steckte in seinem Kopf die Idee eines Hochleistung-Coupés mit Mittelmotor. Er fühlte sich in der Lage, ein attraktives und erschwingliches Coupé zu schaffen. Am Automobilsalon in Genf im Jahre 1970 war es soweit. Der Monteverdi High 450 SS wurde präsentiert. Dieses Fahrzeug verfügt über außerordentliche Fahrleistung. Das schätzen vor allem auch Quartettspieler. Mit dem Monteverdi High hielt man einen absoluten Trumpf in den Händen. Wurde die erste Autokrise voll spürbar. Auf der ganzen Welt verhärtete sich der Luxuswagenmarkt. Peter Monteverdi war sehr froh darüber, dass er die Produktion nicht unnötig gesteigert, sondern dem effektiven Bedarf und seinen Qualitätsansprüchen angepasst hatte. British Leyland hatte mit dem Range Rover den Weg vorgezeichnet. Dieser Luxus-Geländewagen mit dem bewährten Rover 8-Zylindermotor entwickelte sich zum Verkaufsschlager. Der Erfolg kam für die Engländer überraschend, bestärkte aber Peter Monteverdi, diesen Weg zu gehen. 1976 lancierte er den Luxusgeländewagen Safari. Fortan bildete diese Fahrzeugreihe das kommerzielle Rückgrat des Unternehmens. In der Folge wurde auch die 4x4-Version namens Sahara angeboten. All diese Fahrzeuge basierten auf der bewährten Technik des Type 2.
Für die Schweizer Armee entwickelte Peter Monteverdi eine eigene Serie von Geländefahrzeugen und verkaufte dieses Projekt an den Schweizer Nutzfahrzeughersteller Sauder. Kaufte Peter Monteverdi zusammen mit dem Schweizer Unternehmen Karl Vollbeck das Formel-1-Team Onyx Grand Prix, welches dann in Monteverdi Onyx umbenannt wurde und unter der Leitung von Peter Monteverdi die Formel-1-Saison 1990 bestritt. Den letzten Auftritt hatten Monteverdi Monopostos bei der Qualifikation zum Großen Preis von Ungarn. Dann waren die vorhandenen finanziellen Mittel aufgebraucht. (1992) entstand die letzte Kreation von Peter Monteverdi, ein auf Formel-1-Technik basierenden zweisitziger Sportwagen. Die Karosserie dieses Traumwagens war aus Carbon geformt, zu jener Zeit eine Pionierleistung. Anschließend wurden die Produktionshallen in Binningen zum Museum umgestaltet. Alle von Peter Monteverdi entworfenen und konstruierten Fahrzeuge waren dort ausgestellt. (1998) erlag Peter Monteverdi einem Krebsleiden. Sein Erbe lebt in seinem Geschäfts- und That's it for today's sneak peek at the Swiss Museum of Transport. There's so much more to explore here, and we'll be back to uncover it all. Let us know in the comments which part you found the coolest. And don't forget to like, subscribe, and join us for the next adventure.